Hallo und herzlich willkommen zur 21. Folge vom OMSI-Bussimulator. Ja, wir sind heute, ich zeig's euch mal, in Rheinhausen und zwar auf der Version 4. Sie ist vor einiger Zeit erschienen, das ist jetzt wahrscheinlich für euch etwas länger her, weil, ja, ich sag mal, das ist eben alles voraufgenommen wegen dem Urlaub. Und bis ihr diese Folge seht, ist es dann schon wieder ein Weilchen her. Aber ich denke, das ist trotzdem nicht so schlimm. Wir werden fahren die Linie 20. Aber bevor wir losfahren, möchte ich 2, 3 Dinge dazu sagen. Und zwar erstmal, auf der neuen Version sind unter anderem 2 neue Linien hinzugekommen. Einmal die Linie 10 und die Linie 20 eben. Die Linie 10 ist ziemlich lang und da hatte ich eben vor, sie in den nächsten beiden Folgen zu fahren, also sie wieder aufzuteilen. Wie wir es jetzt schon ein paar Mal gemacht haben. Und die Linie 20, ja, die können wir, denke ich, auch in einer Folge schaffen. Dann wird sie eben ein bisschen länger, aber ist auch nicht so schlimm. Ja, ansonsten sind noch U-Bahn-Linien dazugekommen. Und ja, es gibt eben einige Bushaltestellen, wo U-Bahn-Höfe dazu gekommen sind, wo man sie eben sehen kann. Aber diese U-Bahn hat eher Stadtbahncharakter. Also das ist wirklich nicht so eine richtige U-Bahn, wie man sie aus Berlin vielleicht kennt, sondern eher eine Stadtbahn. Genau. Und der Liniennetzplan wurde auch ziemlich überarbeitet. Ich werde den leider wahrscheinlich nicht in die Beschreibung tun können, weil ich ja weg bin. Und diese Folge wird eben hochgeladen von jemandem. Und ja, von jemand anderem. Und ich möchte ihm eben nicht zu viel zumuten, dass er noch den Link reintun muss. Das werde ich dann vielleicht erst machen, wenn ich wieder da bin. So, wir starten hier am Waldhof in Juliansberg. Und fahren nach Wickenberg, wie ihr es auch schon gesehen habt. Mit unserem Martini SD77 Bus. Und ich lasse schon mal die Leute rein und wir schauen mal kurz auf den Fahrplan. Also, ja, wird eine lange Folge, aber ich denke, das kann ja auch mal sein. So, ja. Genau, dann würde ich sagen, fahren wir einfach mal los. Hier sind wir am äußersten Rand der Stadt, also ziemlich grün alles. Und ich muss sagen, ich bin diese ganzen Strecken selber noch nicht gefahren, das heißt, ich lasse mich jetzt auch erstmal überraschen, wie das hier alles aussieht. Und mir fällt gerade ein, ich habe die Pfeile nicht angemacht. So, das werde ich jetzt machen. Aber hier müssen wir höchstwahrscheinlich links abbiegen, denn rechts ist eine Baumwand zu sehen. So, kommen wir noch rum. Ja, sieht gut aus. Was habe ich denn jetzt gemacht? Habe ich da was umgefahren oder was? Ach Leute, hört doch auf, euch immer zu beschweren. So, der nächste Halt ist Odenser Weg. Ja, und der Stationsabstand ist nicht allzu groß, da ist er schon. Der nächste Halt. Ich habe mir die Map schon ein bisschen angeguckt. Kommt mir sehr, sehr nett vor. Hallo. Ich weiß, das sage ich in letzter Zeit öfter, aber es ist einfach mal so. Ich meine, warum sollte ich denn schlechte Maps zeigen? Nein, aber die ist wirklich extrem gut geworden. Sie wird ja immer erweitert, immer mehr, immer mehr. Ja, und bisher hat sie sich immer zum Positiven erweitert, sage ich mal. So, dänische Straße. Niemand. Ja, was dieser KI-Bus da hinter uns soll, keine Ahnung. Ich habe den Fahrplan angenommen. Also, das kann es nicht sein. Was haben die denn alle zu meckern heute? Das gibt's doch gar nicht. Fahre ich zu schnell um die Kurven oder was? Meine Güte. So, und jetzt kommen wir wirklich nach Juliansberg. Ich habe so die starke Vermutung, dass Juliansberg nach dem Map-Bauer und Busbauer und auch Let's Player Julian benannt ist. Das kann gut sein. So, geradeaus geht es zum Busdepot. Wir wollen aber rechts rum.
hier haben wir eben schon die ersten Ansätze von Schienen gesehen. Also eben die zukünftige Stadtbahn. Ich glaube, wenn ich es richtig verstanden habe, wird man sie irgendwann auch fahren können. So. Wo müssen wir denn jetzt hin? Ja, wir müssen hier hin, ist richtig. So, eben hier, so ein Stadtbahnhof. Aber da fährt eben noch nichts. Schauen wir uns mal kurz an. So, was macht der denn da? Fährt der jetzt die gleiche Strecke? Ja, das macht er wohl. Ich schwöre euch auf alles, dass ich die Strecke angenommen habe. Wir sind doch jetzt zur richtigen Zeit da, oder? Wo sind wir jetzt? Juliansberg, 13:23 Uhr. 13:21 Uhr. Wir sind 2 Minuten zu früh, aber das ist, glaube ich, kein Grund. Also, was der liebe Bus hier macht, keine Ahnung. Ja, müssen wir jetzt mit auskommen. Oder wenn wir ganz fies wären, würden wir ihn jetzt anfahren und einfach da stehen lassen. Nein, das machen wir aber nicht. So, dann denke ich, werden wir jetzt auch weiterfahren. Auch wenn wir ein bisschen früh dran sind. Vielleicht werden wir im Laufe der Zeit wieder ein bisschen Verspätung ansammeln und wenn schon, dann sind wir ein bisschen zu früh. Meine Güte, ist ja kein Bilduntergang. Ah, was habe ich jetzt gemacht? Nein, 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 nein. So. Einmal zu weit nach rechts gedreht die Sicht. Ich muss mich übrigens auch leider entschuldigen für die letzten 2 Folgen, insbesondere vom OMSI. Also was haben die denn heute? Das kann doch gar nicht wahr sein. Ich mach doch überhaupt nichts. Fahren wir mal vernünftig hier. Also, das... Da bin ich... Ui, sagen Sie, können Sie mich mal anständig fahren? Was mache ich denn? Das ist... Ey, Leute, was ist das denn? Haha. Jetzt bin ich gerade ziemlich überrascht. Ich fahre doch... Was mache ich denn? Ich mache doch alles ganz normal, oder? Meine Güte. Schleswiger Platz. Unglaublich. So, jetzt kommen noch die Frames dazu. Hallo. Hallo. Wir lassen uns nicht unterkriegen davon, oder? Ach Gott, oh Gott. Was ist denn los? Irgendwie spinnt gerade alles, habe ich das Gefühl. Die Leute meckern ohne Grund. Aha. Ja, das wird ziemlich komisch. Ja, okay. Glücksburger Weg. Ich hoffe, der bringt uns jetzt ein bisschen Glück. Jetzt fahre ich hier ganz langsam rum. Ganz langsam. Na bitte, Sie haben nicht gemeckert. Also was das vorhin war, keine Ahnung. Kann doch mal nicht sein, das habe ich noch nie erlebt. Aber es hat ja auch eine positive Seite. Es passiert immer eine Aufnahme, das heißt, ja, ihr könnt es wenigstens miterleben. Also, wenn sowas mal passiert. So, wieder niemand. Nächstes Wilhelm Griesinger Klinik. Ja, bisher läuft es ja ganz gut. Mit den Ampeln, vom Verkehr her. Aber wir sind ja noch lange nicht in Rheinhausen drin, in der Stadt. Immer noch ziemlich weit außerhalb. Naja, beziehungsweise so weit ist es auch wieder nicht mehr. Aber es sieht noch nicht nach Stadt aus. Jedenfalls. So, warum liegt der jetzt nach rechts? Fragt mich nicht. Wieder vielleicht mal ein bisschen baden gehen am See.
Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt noch ausreden konnte. Weiß ich gar nicht mehr. Ich muss mich entschuldigen für die letzten beiden OMSI-Folgen. Da habe ich wohl ein bisschen zu wenig drauf geachtet, dass man mich richtig hört. Also der Spielsound war wieder mal ein bisschen zu laut, beziehungsweise ich hatte mein Mikrofon falsch platziert, sodass man meine Stimme nicht so laut gehört hat. Da gab es eben so einige Stellen, wo ich nicht so gut zu verstehen war. Ich hoffe, es verzeiht ihr mir. So. Niemand. Ja, das ist jetzt echt ein bisschen schade mit den Frames. Vorhin hat alles noch geklappt. Naja, ihr kennt das ja immer in der Aufnahme dann, ne? So. Friedrichstraße. Das kommt mir noch bekannt vor als Berliner. Sehr, sehr große Umsteigestation im Zentrum Berlins. Sehr, sehr bekannte Straße im Zentrum Berlins. Also alles drum und dran. Das ist eine der bekanntesten Straßen in Berlin. Die Friedrichstraße. So. Ja, die Häuser sehen hier irgendwie sehr nett aus. So ein bisschen altmodischer. So, jetzt gehen die Frames gerade wieder. Ich habe immer so ein bisschen die Befürchtung, gerade wenn es geht und ich das dann sage, ja, dann geht es auf einmal nicht mehr, aber im Moment scheint es ja ganz gut zu laufen. Und wir haben wieder Glück mit den Ampeln, also das ist ja echt super. Das war ja in den letzten Folgen nicht unbedingt der Fall. So, Friedrichstraße. Berlin sieht hier ein bisschen anders aus. Friedrichstraße. So. Hier wieder niemand. Ich denke mal, da ist jemand, aber ich achte da nicht gut genug drauf. So. Und das Krämerbad, und da sind wir schon mal angefahren. Als Rheinhausen Version 3 gerade frisch und neu war. Da habe ich euch die Linie 50 gezeigt und ich fuhr auch am Krämerbad entlang. Also jetzt sind wir gleich da in der Innenstadt. Ja, und ich werde euch einfach mal die beiden neuen Linien zeigen. Denn die Linie 10 habe ich schon ein bisschen angetestet, ein paar Stationen gefahren und ja, sehr, sehr abwechslungsreich, fährt wirklich weit raus aus der Stadt. Noch weiter als wir hier gerade. Ist auch ein Stück Autobahn wieder dabei und sowas. Also hat mir extrem Spaß gemacht, die Linie zu fahren. Deswegen werde ich euch sie auch nochmal zeigen. Und dann eben auch in 2 Teilen. So, das ist natürlich sehr, sehr ärgerlich. Boah, das war knapp. Ich dachte, der würde uns jetzt voll reinrauschen hier in die Seite. Also was ich mir mal wünschen würde, ist, dass wir gerade so über Gelb noch rüberrasen und unser Hinterbus hier bei Rot warten muss. Dann werden wir ihn endlich mal los. Ach, jetzt weiß ich, warum bei uns niemand einsteigt, weil die alle bei ihm hier hinten einsteigen. Okay. Also wenn er uns zu doll nervt, dann... Ja, dann müssen wir ihn wohl mal kurz anfahren, damit er da schon stehen bleibt mit seinem Warnblinker. Dämlich. Das ist natürlich ein bisschen fies, aber gut. Auch egal. Hauptsache, wir können ja nur fahren. So, der nächste Halt ist auch schon am Bahnhof. Ja, ab und zu sind die Frames mal nicht ganz so super, aber ich denke, das geht noch. Dann geht's wieder mal eine Weile und dann ruckelt es wieder ein bisschen mehr. Ja, die Linie 101 von der ORL sind wir auch schon gefahren in der Folge. Die startet eben hier auf der linken Seite. Da steht auch schon der Bus, ne? Wenn ihr es kurz gerade gesehen habt. Wir fahren jetzt geradeaus. Wir sind ja ein Bus, wir dürfen alles.
Dieser Platz hier sollte euch bekannt vorkommen. Das ist auch die Stelle, wo man startet. Aber eben nicht alle unter euch werden vielleicht OMSI haben, deswegen ist es dem einen oder anderen wahrscheinlich auch neu. Der jetzt nicht sich alles gemerkt hat aus der letzten Folge in Rheinhausen. So. Hauptbahnhof. Ja, und die steigen wieder hinten ein. Meine Güte, dann werden wir jetzt... Passt auf, ich weiß, was wir jetzt machen werden. Wir werden jetzt so schnell hier wegfahren. Ach, da ist noch ein anderer hinter uns. Oh, der hat sich dazwischen gezwängt irgendwie. Ich weiß auch nicht, wer das gemacht hat. Der 101er. Das ist gut. Der hilft uns jetzt, den anderen abzuhängen. Ein bisschen Wettrennen hier, OMSI. Ein bisschen schneller fahren als erlaubt. Flankenhof. So, wenn hier niemand aussteigen will, dann werde ich einfach mal den nächsten Bus hier anhalten lassen. Der soll die ja mal alle mitnehmen. Das kann man ja machen. Wird dann echt auch manchmal gemacht, so mit der Abstimmung. Die Leute wundern sich natürlich jetzt erstmal, warum der nicht anhält, aber ja. Gleich werden sie wissen, warum. Jetzt haben wir ihn eben ein bisschen abgehängt. So, der fährt doch nicht etwa geradeaus. Nee, gut. Jo, Kollege. Gegen Bus 25er war das. So, und jetzt haben wir hier eben den anderen ein bisschen abgehängt am Domshof. Die ORL-Haltestelle ist jetzt übrigens auch da. Hier haben wir jetzt auch den richtigen U-Bahnhof mit richtigem Schild. Ah, da ist er wieder, der Bus. Na super. Na toll, na toll. Okay, dann ist sowieso egal. Können wir jetzt auch kurz warten. Hier, ne? Also ORL-Haltestelle. Auch neu in dieser Version. Habe ich jetzt die Türen schon zugemacht? Nein. Na? Oh, jetzt war gerade ein Frame oder so. Was ist denn jetzt gerade los mit den Frames? So, jetzt geht's wieder. Wo müssen wir denn jetzt lang? Hier sind gerade gar keine Pfeile. Theaterplatz. Ich guck mal kurz auf meine schöne Karte. Wir müssen jetzt links. Genau. Also geradeaus. Irgendwie hat der Doppeldecker es geschafft, wieder den ORL-Bus zu holen. Frag mich nicht wie. Wahrscheinlich ist er einfach durch ihn durchgefahren. Wie die KI-Busse es manchmal so machen. So, Theaterplatz. Wieder mit U-Bahnhof. Ist übrigens auch hier wirklich so gemacht, dass die U-Bahn-Linien auch schon festgelegt sind. Also hier fährt zum Beispiel die U2 und die U1 und vorhin in Juliansberg fuhr nur die U2. Also da ist auch schon richtig abgestimmt, wo die Linien hinfahren sollen. Guten Tag. Und ich hoffe, dass wir dann irgendwann auch U-Bahn fahren können im OMSI. Irgendwann in 3 Jahren, wenn dann irgendwann mal irgendjemand einen Add-on rausgebracht hat. Mit einem U-Bahn-Zug vielleicht. Oder mit einem Stadtbahnzug. Ich meine, das ist ja auch... Der Julian, der arbeitet ja schon daran. An einem Stadtbahnzug. Aber das ist dann eben nicht wirklich U-Bahn. Wir fahren geradeaus. Ah, wir stehen jetzt ein bisschen doof hier. Ich muss eben mal gucken, wo wir langfahren müssen. Wie werden wir den anderen Bus abhängen? Wir könnten jetzt theoretisch hier einfach warten, bis es gelb ist. Also grün und dann gelb. Bei gelb fahren und dann hat der eben rot. Das machen wir lieber mal, wenn wir nicht so schon lang genug an der Ampel warten müssen. Da ist vielleicht irgendein Fehler im Fahrplan. So, jetzt ist es grün. Jetzt könnten wir theoretisch warten, bis es wieder gelb wird, aber machen wir ein anderes Mal. So, noch ein Kollege in die andere Richtung. Also das hier ist wieder neu.
der 10 müsst ihr auch lang fahren, wenn ich so auf meinen Plan gucke. Oberstadt. Genau, jetzt sind wir in der Oberstadt. Hier hält auch der 10er, den wir in der nächsten Folge fahren werden. Schnell, 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 damit sie bei uns einsteigen. Das tun sie nicht, wunderbar, oder auch nicht. Naja, gut. Ich sag euch mal so, wir haben noch 4 Stationen auf der Linie, da ist es jetzt auch egal. Rheinhauser Straße. Jetzt zum Beispiel, das ist schade, jetzt wird es gerade wirklich gelb, sonst hätte ich jetzt gewartet und wäre noch bei gelb rübergefahren. Naja. Ich glaube, das lohnt sich jetzt auch nicht mehr für die paar Stationen. Diesmal habe ich übrigens den KI-Bus nicht übernommen, sondern ich habe ihn einfach selber nach meinen Wünschen erstellt. So, jetzt müssten sie aber bei uns einsteigen. Guten Tag. Das haben wir auch gemacht, sehr schön. Wenigstens ein paar Fahrgäste. So, nächste Halt, Rittergrundstraße. So, hier werden wir mit aussteigen. Entschuldigung. Ist auch verständlich, also darauf wurde auch geachtet auf dieser Map, dass auch, oh, der überholt uns, dieser Frechdachs. Oder doch nicht. Du wirst uns nicht überholen. So, jetzt ist der Moment gekommen, wo wir gerade noch, na gut, war vielleicht schon rot, aber jetzt haben wir ihn abgehängt. Einfach durch Zufall, weil der wartet jetzt bei Rot und wir können ihm jetzt davon düsen. Sehr schön. Wir haben jetzt auch rot. Wahrscheinlich holt er uns gleich wieder ein. So. Nächste Station ist Gottfried-Eisele-Straße. So, jetzt macht bitte hin. Ich will noch bei dieser Phase rüber. Wird aber extrem schwer, wie ich so erfahrungsgemäß weiß. Wahrscheinlich so beim letzten Auto ist dann gelb. Oder die Ampel ist nett, die Ampel ist gut, sie ist gut, wir schaffen es, wir schaffen es, wir schaffen es. Das war mal eine gute Ampel. Schön lange. Wenn unser Kollege dann ankommt, dann ist er wieder rot, hoffentlich. Ich sehe nämlich schon einen Rückspiegel. Guten Tag. Guten Tag. Steigt doch noch jemand ein. Oh, der hat uns Boah, schon. Das war ich zu doll auf den Kollegen fixiert, der hat uns eingeholt, na super. Das ist doch noch geschafft, dieser Schuft. Im Ackerfeld. Jetzt waren wir doch noch auf der Autobahn. Aber wir fahren hier gleich wieder raus. Schön langsam. Wir haben ja Zeit. Ja, die Folge ist sehr lang diesmal. Dafür wird die nächste nicht ganz so lang, weil wir die Linie teilen.
Die Linie hat insgesamt Fahrzeit von 35 Minuten, die 10. Wenn wir das teilen, ja. Kommen wir auf, denke ich mal, 2x20 Minuten ungefähr. So, war doch jetzt rechts, oder? Ja. So, den Wickenberg kann man dann wieder umsteigen in die U2 und das sind wahrscheinlich hier schon die Gleise. Ja gut, das ist natürlich ein bisschen doof hier mit dem der Straße, dass sie da so früh zu Ende ist schon. Ein bisschen Telto-mäßig. Da war es ja auch ein bisschen so, aber okay. Wir wollen jetzt mal keinen Vorwurf machen und ich höre ein Busgeräusch und der hat uns eingeholt. Das ist super. Aber es ist wirklich egal, jetzt sind wir wirklich gleich da. Und grün. Nein, das wollte ich nicht. Das wollte ich... Oh. Ja, die Kamera ist manchmal ein bisschen eigenartig. Oh ja, ich bin jetzt ein bisschen schnell gefahren. Ich weiß nicht, ich weiß gar nicht warum, aber ich habe irgendwie Lust, den abzuhängen, aber es ist jetzt sowieso zu spät. So, doofe Fußgängerampel, wer hat denn da gedrückt? Sie hat gedrückt. Ach nee. Sie hat zu spät gedrückt, oder keine Ahnung, ist zu spät angekommen. Wir sind jedenfalls am Ackerfeld. Oder im Ackerfeld. Hallo. Naja, ist ja auch mal ganz nett, wenn man immer begleitet wird von einem Kollegen. Kann man ja als Bodyguard ansehen hier. Wir sind der VIP-Busfahrer. Der ist unser Bodyguard. Vorhin sah es ja erstmal so aus, als würde er uns überholen wollen, aber dann hat er irgendwie doch gezögert. Ich weiß nicht, vielleicht hat er ihm so Angst gemacht. Mit unserer furchteinflößenden Aura, dass wir ihn gleich mal zum Bremsen gebracht haben. So, der muss warten, sehr schön. Das macht er sogar. Ja, und herzlich willkommen in Wickenberg. Das war's eigentlich. Von Folge 21. So gut wie, da vorne sehen wir die U-Bahn. So. Und rechts, links, rechts, links. Ich glaube hier hin. Ja. Also, dieser Endbahnhof hier ist auch noch ausbaufähig. Hier werden bestimmt noch ein paar mehr Linien dazu kommen in Zukunft. So, das war's. Fahrplanauswertung, Dankeschön. Und ja, es gibt noch 2 Haltestellen, die übrig sind für andere Linien. Da freue ich mich schon drauf. Auf die Version 5, aber das wird noch dauern, denn die Version 4 ist ja noch recht neu, beziehungsweise, wenn ihr das seht, wahrscheinlich nicht mehr, aber okay. Gut, dann danke fürs Zuhören, fürs Zuschauen, fürs Zuhauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.